Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir schauen uns heute mal genauer an, wie das so läuft in Deutschland mit der Freizeit. Also wie gestalten die Menschen da so ihre freie Zeit? Die Grundlage dafür sind die Infos, die du uns geschickt hast. Sieht aus wie Notizen oder vielleicht sogar das Skript von einem Gespräch dazu. Genau. Und unsere Mission sozusagen, wir wollen zusammen rausfinden, was typisch ist für die Freizeitgestaltung in Deutschland und ja, was uns das vielleicht auch über die Kultur und den Alltag dort verrät. Das ist ja besonders spannend, wenn man, so wie du vielleicht, gerade Deutsch lernt und die Kultur besser verstehen will. So auf dem Niveau, sagen wir mal A2, B1, man versteht schon einiges, klar, aber will halt tiefer eintauchen, ne? Also lass uns direkt starten. Was genau meinen wir eigentlich mit Freizeit? Laut deinen Unterlagen ist das ziemlich klar definiert. Das ist die Zeit, in der man nicht arbeitet oder zur Schule geht oder zur UNO. Also die Zeit, über die man selbst bestimmen kann. Tun und lassen, was man will. Ja, theoretisch jedenfalls. Und da fällt gleich der erste Punkt auf in deinen Notizen. Viele Deutsche, so scheint es, planen ihre Freizeit ganz bewusst. Da steht der Ausdruck Zeit für mich sei wichtig. Es geht also anscheinend stark um diese Balance, diese Work-Life-Balance, wie man heute sagt. Also eine klare Trennung und auch Wertschätzung der freien Zeit. Das klingt ja fast, als wäre Freizeit selbst so eine Art Aufgabe. Das ist wirklich eine interessante Beobachtung aus deinem Material. Diese Betonung der Planung, ja, die ist tatsächlich bemerkenswert. Es liegt irgendwie nahe, dass Freizeit eben nicht als etwas gesehen wird, das halt so passiert, wenn gerade mal nichts anderes anliegt, sondern sie scheint als fundamental wichtiger Lebensbereich verstanden zu werden, für den man aktiv Raum schaffen muss. Man nimmt sich die Zeit nicht nur, man plant sie regelrecht ein. Dahinter steckt wohl dieser Gedanke der bewussten Erholung, der Selbstfürsorge, ja, als notwendiger Ausgleich zum oft fordernden Alltag. Es ist weniger ein passives Geschehen lassen, sondern schon eine aktive Gestaltung. Deine Notizen sind da ziemlich eindeutig. Sport steht ganz weit oben. Joggen, Radfahren, ins Fitnessstudio gehen, das sind wohl so die Dauerbrenner, oder? Scheint so, ja. Und dann, wenig überraschend für Deutschland, die absolute Nummer 1, Fußball. Egal ob im Verein, also richtig organisiert, oder halt einfach so mit Freunden im Park kicken. Das scheint echt tief drin zu sein. Aber hier kommt was, das in deinen Notizen als besonders hervorgehoben wird. Macht mich auch neugierig. Wandern. Das scheint unglaublich populär zu sein. Echt. Ja, Wandern ist groß. Gerade an Wochenenden, so steht es hier, zieht es viele Familien regelrecht raus in die Natur. Wälder, Berge, an Seen. Deine Quelle erwähnt ja auch explizit die Vielfalt der deutschen Landschaften, die das super ermöglicht. Und es wird sogar betont, dass selbst Winterspaziergänge beliebt sind. Also Hauptsache raus, egal bei welchem Wetter. Was steckt dahinter? Nur Bewegung? Also, deine Unterlagen deuten da auf eine sehr, sehr starke Verbindung zur Natur hin. Das geht über reine Fitness hinaus. Wandern oder auch der Spaziergang im Grün, das scheint oft als eine Form der mentalen Erholung gesehen zu werden. Und auch des sozialen Miteinanders. Ah, okay. Man denke nur an den klassischen Sonntagsspaziergang. Der hat ja in vielen Familien Tradition gehabt. Oder hat es vielleicht immer noch. Das ist eine Aktivität, die kann Generationen verbinden. Ein wichtiger Faktor, der das sicher begünstigt, vielleicht klingt das ja auch in deinen Quellen an, ist die gute Zugänglichkeit von Naturräumen in Deutschland. Stimmt. Man muss oft gar nicht weit fahren, um im Wald zu sein oder auf einem Wanderweg. Das ist ja nicht überall selbstverständlich. Nee, das stimmt.
Und das prägt natürlich die Freizeitoptionen. Es ist also so eine Mischung aus Gesundheitsbewusstsein, klar, Naturverbundenheit und eben sozialer Praxis. Diese Nähe zur Natur als wichtiger Faktor, ja, das ist ein guter Punkt. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Aktivität und draußen sein. Deine Notizen betonen ja genauso das Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung. Was sind denn hier die typischen Beispiele, die genannt werden? Einerseits, klar, ganz modern, Serien oder Filme schauen. Netflix wird als Beispiel genannt, ist ja auch ein globales Phänomen. Andererseits aber auch total klassisch. Bücher lesen oder einfach nur Musik hören. Das klingt nach bewusstem Rückzug, so in die eigenen vier Wände. Und noch eine Facette der Entspannung wird erwähnt, Yoga und Meditation. Also Methoden, die auf Achtsamkeit abzielen, auf innere Ruhe. Das passt ja zu dem Wunsch, einfach mal abschalten. Vielleicht auch mal bewusst das Handy weglegen, wie es hier beschrieben wird. Ein Gegenpol zur ständigen Erreichbarkeit, oder? Das scheint genau der Punkt zu sein, den deine Quellen da hervorheben. Ja? Es zeigt ein starkes Bedürfnis nach Regeneration. Klar, in einer Welt, die oft als schnelllebig und laut empfunden wird, da suchen Menschen nach Wegen, um wieder zu sich selbst zu finden. Als so eine Art Anker. Interessant ist dabei die Bandbreite, die du gerade beschrieben hast. Auf der einen Seite die leicht zugänglichen digitalen Angebote, Streaming halt, bietet eine Form von Eskapismus oder einfacher Unterhaltung. Ja. Und auf der anderen Seite stehen dann Praktiken wie Lesen, Yoga, Meditation, die eine aktivere Form der Selbstzuwendung sind, der Beruhigung. Beide Pole, so unterschiedlich sie auch sind, erfüllen offenbar eine ähnliche Funktion. Sie helfen dabei, dem Alltagsstress zu entfliehen und die mentalen und physischen Batterien wieder aufzuladen. Es ist also nicht entweder oder, sondern oft beides nebeneinander. Batterien aufladen. Ja, das passt gut zum nächsten großen Thema in deinen Unterlagen. Ein absolut zentraler Bestandteil der Freizeit ist demnach die Zeit mit Familie und Freunden. Das ist ja auch eine Art Auftanken, nur eben auf sozialer Ebene, stimmt's? Absolut. Als Beispiele werden hier genannt: gemeinsam essen, zu Hause oder im Restaurant, gemütlich im Café sitzen, quatschen oder auch mal wieder einen Spieleabend machen, Brettspiele, Kartenspiele. Das klingt nach viel Geselligkeit. Und dann stößt man in deinen Notizen auf ein Phänomen, das als typisch deutsch beschrieben wird, jedenfalls im Sommer, das Grillen. Hier steht, sobald das Wetter passt, sieht man es überall, in Gärten, auf Balkonen, in Parks, auf ausgewiesenen Flächen. Gemeinsam essen, trinken, lachen, entspannt zusammen sein. Das wird als echtes Sommerhighlight für viele dargestellt. Ist das mehr als nur Essen im Freien? Also, ausgehend von deiner Beschreibung scheint Grillen weit mehr zu sein, ja? Mehr als nur Essen machen. Wenn wir das in größeren Kontext betrachten, den deine Quellen andeuten, dann sind solche sozialen Rituale ungemein wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Grillen ist da wirklich ein Paradebeispiel für das, was man so informelle Gemeinschaftspflege nennen könnte. Der Reiz liegt wohl in dieser Niederschwelligkeit, oder? Ja. Man braucht keine steife Einladung, es ist ungezwungen, jeder kann was mitbringen. Stimmt, ja. Potluck-mäßig quasi. Genau. Es schafft eine entspannte Atmosphäre, in der Menschen leicht ins Gespräch kommen. Vielleicht auch Leute, die sich sonst nicht so oft sehen. Es ist eine sehr sichtbare Form von, ja, gelebter Gemeinschaft. Gehört für viele fest zum Sommer dazu und stärkt soziale Bindungen. Gelebte Gemeinschaft. Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Der wird in deinen Unterlagen als sehr charakteristisch für Deutschland beschrieben.
Die enorme Bedeutung von Vereinen. Oh ja, das Vereinswesen. Da steht, es gibt anscheinend Vereine für fast alles. Also wirklich alles. Klar, die großen Sportvereine, aber auch Musikvereine, Gesangsvereine, Theatergruppen, Kleingartenvereine, Tierschutzvereine. sogar Karnevalsvereine oder Schützenvereine. Die Aussage in deiner Quelle ist ja, fast jeder Deutsche kennt jemanden, der in einem Verein aktiv ist. Oder ist es selbst? Das klingt nach einer sehr organisierten Freizeit, oder? Ja, das ist schon auffällig strukturiert, kann man sagen. Und eng damit verknüpft, so lese ich das hier, ist das Phänomen Ehrenamt. Viele Menschen engagieren sich demnach in ihrer Freizeit freiwillig und ohne Bezahlung. Beispiele sind Trainer im Sportverein, Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeit in sozialen Projekten, Kirchengemeinde, das scheint echt eine große Rolle zu spielen. Das Vereinswesen, wie es da beschrieben wird, ist in der Tat eine bemerkenswerte Säule des sozialen Lebens in Deutschland. Es bietet ja nicht nur Struktur für gemeinsame Interessen und Hobbys, sondern fördert eben auch ganz massiv dieses Gemeinschaftsgefühl. Man teilt eine Leidenschaft, arbeitet zusammen auf Ziele hin, organisiert Feste, Wettkämpfe. Das schafft starke Bindungen. Mhm. Und das Ehrenamt, also dieses freiwillige Engagement, das ja oft im Rahmen dieser Vereine stattfindet, das ist dabei besonders aufschlussreich. Es zeugt von einem hohen Maß an Bürgerengagement. Und der Bereitschaft, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, so über den eigenen Tellerrand hinaus. Was hier faszinierend ist und deine Quelle andeutet, welche Rolle spielt diese sehr organisierte Form der Freizeitgestaltung für die Identität der Einzelnen und für das soziale Gefüge insgesamt? Offenbar eine sehr tragende. Es schafft Netzwerke, vermittelt Zugehörigkeit, ermöglicht Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, jenseits von Beruf und Familie, aber eben auf eine sehr strukturierte Weise. Das ist schon ein spezifisches Merkmal, ja. Diese Struktur durch Vereine ist wirklich ein Aspekt, der heraussticht. Aber deine Unterlagen verschweigen auch nicht die andere Seite. Ein Problem, das wohl viele Menschen kennen: der Mangel an Zeit. Es wird beschrieben, dass viele das Gefühl haben, schlicht zu wenig Freizeit zu haben. Ja, das kenne ich auch. Der Job fordert viel Zeit und Energie, dann kommen Familie dazu, der allgemeine Alltagsstress, Termine, Haushalt, Organisation. Das alles knabbert an den freien Stunden. Dieses Gefühl der Zeitknappheit ist sicherlich ein weit verbreitetes Phänomen. Nicht nur in Deutschland, in vielen modernen Gesellschaften. Deine Quelle spiegelt das wider. Der Leistungsdruck, die ständige Erreichbarkeit durch digitale Medien, die manchmal verschwimmenden Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, all das trägt dazu bei, klar. Und genau deshalb, da schließt sich der Kreis zum Anfang, gewinnt diese Betonung auf bewusste Pausen und die aktive Planung von Freizeit so an Bedeutung. Ja, stimmt. Deine Quelle unterstreicht ja auch die Wichtigkeit von Freizeit für die körperliche und mentale Gesundheit. Und das ist der entscheidende Punkt. Freizeit ist demnach kein Luxusgut, den man sich leistet, wenn zufällig Zeit übrig bleibt, sondern eine grundlegende Notwendigkeit fürs Wohlbefinden, für die Resilienz, auch für die langfristige Leistungsfähigkeit. Man muss sie sich aktiv nehmen und schützen, gerade weil sie oft knapp ist. Okay, lass uns mal zusammenfassen, was wir aus dieser Erkundung deiner Unterlagen zur Freizeit in Deutschland mitnehmen. Es ergibt sich ein wirklich vielschichtiges Bild, finde ich. Freizeit hier bedeutet einerseits viel Aktivität, oft draußen in der Natur, Wandern, Radfahren, Sport. Genau. Andererseits gibt es ein starkes Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung, Rückzug, sei es mit digitalen Medien oder klassischen Dingen wie Büchern. Ganz zentral scheint die soziale Komponente zu sein.
Zeit mit Familie, Freunden, gemeinsame Aktivitäten wie Essen, Spielen oder eben das sommerliche Grillen. Mhm. Und dann ist da noch diese, ausgeprägte Struktur durch das Vereinswesen und das Ehrenamt, das Gemeinschaft auf eine organisierte Weise fördert. Deine Notizen zeigen uns also viele Facetten, die den Alltag und die Kultur prägen. Es zeichnet sich so das Bild einer Gesellschaft ab, die beides wertschätzt: Aktivität und Ruhephasen. Die Gemeinschaft großschreibt, aber gleichzeitig eben mit diesem Gefühl des Zeitmangels ringt. Genau. Und zum Abschluss, gerade weil du ja die deutsche Sprache und Kultur besser verstehen möchtest, ein Gedanke speziell für dich zum Weiterdenken. Inspiriert von deinen eigenen Unterlagen. Dort endet es ja, so wie du es beschrieben hast, mit der Frage, wie du selbst deine Freizeit verbringst. Richtig. Lass uns diese Frage mal etwas erweitern, basierend auf dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn du dir nun diese Aspekte anschaust, die in deinen Quellen so betont werden, die bewusste Planung von Freizeit, die starke Verbindung zur Natur, die große Rolle der Vereine. Was glaubst du, was verrät uns das über die Prioritäten? Oder vielleicht sogar die Werte in der deutschen Gesellschaft, so wie sie in deinem Material dargestellt werden? Was scheint den Leuten hier wichtig zu sein? Gute Frage. Und vielleicht noch praxisnäher für dich, welche dieser typisch deutschen Freizeitaktivitäten, die wir jetzt identifiziert haben, sei es das Wandern in der Natur, die Idee, vielleicht mal in einem Verein reinzuschnuppern oder auch nur das gesellige Beisammensein beim Grillen im Park, welche davon könnte dir persönlich helfen? Nicht nur, um dein Deutsch im echten Leben anzuwenden, sondern auch, um tiefer in die Kultur einzutauchen, Leute kennenzulernen, den Alltag besser zu verstehen. Denk doch mal drüber nach, welche dieser Türen du vielleicht für dich öffnen möchtest.